Freunde, was soll ich sagen? Ich bin absolut sprachlos und damit moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, ich hatte euch gestern gebeten gehabt, das Tier-Gnadenhof-Video zu hypen mit dieser neuen YouTube-Funktion, damit wir in die Trends kommen. Und ja, was soll ich sagen? Also wir haben es nicht nur geschafft, in die Trends zu kommen, wir sind sogar mit dem Video mittlerweile auf Rang 60. Wir sind in den Top 60 von den 100 gehyptesten YouTube-Videos in dieser Woche. Das ist insane. Das ist insane und das hätte ich mir niemals träumen lassen. Und da wollte ich einfach nochmal mich bedanken, wie gestern auch schon. Ja, das ist unfassbar. Es ist wirklich unfassbar und zeigt mir, wozu eigentlich die Shakes and Fidget Community fähig sein kann. Ja, es haben mir so viele Leute geschrieben, dass sie das mit ihren Gilden oder in ihren Gilden als Rundmail geteilt haben und darauf aufmerksam gemacht haben, wie das funktioniert mit dieser Hype-Funktion. Das hatte ich euch ja gestern im Video gezeigt, wie das funktioniert. Und das muss so Wellen geschlagen haben. Ich hatte selbst auch überall ja wirklich die Werbetrommel gerührt, wie ein Blöder, ja, und da sieht man, wozu wirklich die Community hier fähig ist. Deswegen wirklich vielen herzlichen Dank an alle Leute, die das gemacht haben, beziehungsweise jetzt immer noch machen. Also wir haben es nicht nur geschafft, in die Trends zu kommen, in die Top 100, sondern schon in die 60er-Bereich. Wer weiß, was wir noch so erreichen können. Also für die Leute, die ihren Hype noch offen haben, ich erkläre es nochmal ganz kurz. Ja, ich weiß, ich fuck auch einige damit ab. Es tut mir aber leid, solange das aber noch ist. Das ist noch diese Woche, danach ist vorbei. Solange die Aktion noch ist, will ich da wirklich das Maximale rausholen und gucken, was möglich ist. Wozu die SF-Community imstande ist, ja, das Video zu pushen, wo wir am Ende der Woche landen werden. Und ja, ihr geht auf das Video drauf und dann geht ihr in die Videobeschreibung. Ja, unter dem Video steht einmal mehr, da klickt ihr drauf und dann ist das geht allerdings nur in der Mobile-Version, ja, am Handy. Dann sind da die Hype-Punkte. Wenn ihr auf die Hype-Punkte draufklickt, dann könnt ihr das Video bis zu 3-mal hypen. Das ist wichtig, dass ihr das auch 3-mal macht auf dem Video, um die maximalen Punkte wirklich auf das Video hier zu kriegen. Je mehr Punkte das Video hat, desto höher steigt es im Ranking. Ja, ansonsten die komplette Erklärung mit Anleitung habe ich gestern im Video gezeigt für die Leute, die immer noch nicht wissen, wie das gehen sollte. Also nur auf ein Handy, Videobeschreibung gehen, auf mehr Anzeigen klicken und dann einfach die Hype-Punkte dort draufklicken und dann ja 3-mal das Video hypen. Deswegen vielen herzlichen Dank an alle, die hier wirklich gestern auch in ihren Gilden und überall die Werbetrommel gerührt haben. Wirklich danke. Ja, und für die, die bis jetzt noch dran geblieben sind, ja, habe ich hier was. Ich habe es, ach so, extra nicht in Titel geschrieben. Die Discord-Aktion geht übrigens immer noch, ne? Also wer das Video gehypt haben sollte auf Mobile und das 3-mal gehypt hat, macht davon einen Screenshot, schickt das bei mir in Discord rein und bei Bilder und Videos, ja, und dann habt ihr hier auch noch die Chance, 50 € zu gewinnen. So, ne? Und die Aktion läuft auch, solange diese Hype-Aktion noch läuft. Also Screenshot machen, wie ihr das Video 3-mal gehypt habt, den Screenshot hier auf meinen Discord und dann lose ich am Ende der Aktion hier auch nochmal einen Gewinner aus, der gewinnt auch nochmal 50 €. Ja, so, jetzt kommen wir aber zur Aktion des Videos. Link zum Discord findet ihr übrigens auch in der Beschreibung. Zur Aktion des Videos. Wir haben es ja jetzt momentan gerade Event. Ja, wir haben hier diese Pakete im Shop. Und zu dieser Paketaktion hatte ich bisher auch immer ein Giveaway gemacht und das machen wir auch diesmal. Ja, das ist jetzt gesondert von der Aktion mit dem Discord und dem Video-Hypen und sowas alles. Ja, da ist genug Hype. Wir machen jetzt nochmal ein extra Giveaway. Und ich hatte ja die letzten Tage gesagt, haltet die Augen und Ohren offen. Das ist jetzt für die richtigen Stammzuschauer, die das Video jetzt hier gerade sehen sollten, weil ich habe extra nicht in den Titel geschrieben, dickfett Giveaway, kostenlos 3600 Pilze gewinnen, kein fettes Giveaway im Thumbnail gepackt. Das ist jetzt für die Leute, die Videos gucken, die nicht durch diese Giveaway-Videos angezogen werden, weil es werden ja ganz viele Leute auch angezogen durch diese Titel und Thumbnails und sowas alles. Das ist jetzt wirklich für die Leute, die so die Videos schauen hier. Deswegen an euch,
schreibt sehr gerne einen Kommentar unter diesem Video hier und ihr nehmt automatisch an dem Gewinnspiel teil und habt auch nochmal die Chance, extra 50 € zu verdienen. Ja, also 50 € auf Discord für die, die da ein Bild posten sollten. Für alle Leute, die unter diesem Video hier jetzt einen Kommentar schreiben, auch nochmal 50 €. Ja, als kleines Dankeschön von mir nochmal an der Stelle, dass wir das hier wirklich zusammen geschafft haben und noch weiterhin schaffen werden auf jeden Fall. Deswegen vielen, vielen herzlichen Dank. So, jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Thema und Inhalt des Videos. Und zwar hatte ich mir letztes Mal so ein paar Spieler rausgesucht, die sehr besondere Chars haben, die eine sehr spezielle Spielweise haben. Und ich finde das immer sehr interessant, diese Chars zu beobachten, weil diese halt so wirklich abseits der Masse schwimmen, sag ich mal, und ihr eigenes Ding, ihren eigenen Spielstil fahren. Und ich finde, sowas muss auch mal von Zeit zu Zeit gesehen werden und auch irgendwo seine Bühne bekommen. Und auf F18 haben wir hier so einen Spieler, der vielleicht den einen oder anderen schon was sagt, wenn er so ein bisschen mal im Webshop oder so mit den Werten gespielt hat. Und zwar ist das der Taranin. Taranin ist hier wahrscheinlich ein Spieler, der nicht unsere Sprache spricht. Und der ist nämlich derjenige mit der meisten Ausdauer momentan weltweit. Ja, der Taranin-Krieger hat sich zur Aufgabe gemacht, wirklich der tankigste Account weltweit zu werden. Ich habe im Webshop geschaut und hier kann man halt eben auch nach den einzelnen Attributen halt eben sortieren. Und hier sehen wir, ist der Taranin auf der 1, gefolgt von Furaken. Ist ein sehr starker Spieler, auch mit Slasker, Basker, Viper, Falker, alle die ganzen Krieger. Das sind alles sehr, sehr starke Accounts. Das sind aber keine Spieler, die auf, keine Ahnung, 70% gefühlt irgendwie Ausdauer gehen. Ja, der Taranin macht das und ist damit der stärkste in seinem Element. Also der Account mit der meisten Ausdauer. Und wenn wir uns die Stats hier mal anschauen, dann sehen wir hier, hat er auch nicht wenig Stärke, 152.000 Basispunkte auch geskillt, was jetzt echt nicht wenig ist. Und aber Ausdauer haben wir jetzt hier im Moment schon auf 360.000 und hat damit 6,3, fast 6,4 Milliarden Leben. Das ist natürlich eine Ansage und verdammt heftig. Ja, hier sehen wir nochmal die ganzen Statpunkte, Lebenspunkte auch nochmal hier. Also das ist wirklich eine Hausnummer, sag ich mal so. Ja, das ist wirklich krass und musste ich euch mal unbedingt zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr auf so jemanden schon aufmerksam geworden seid, weil das fand ich sehr, sehr krass. Ich hatte sowas Ähnliches mal in der Vergangenheit gezeigt und zwar mit dem meisten Intelligenz und das sollte ja nach wie vor Sturmhexe sein, genau. Spielt auf F20 und hat momentan schon 1,1 Millionen Intelligenz, gefolgt von Lassiek, derjenige schon auch über 1 Million hat und The Chosen One auch schon mittlerweile. Das sind alles absolute Glass Cannons, können wir auch sehr gerne mal drauf gehen. Die spielen auf Fusion 20. Da muss ich mir mal ganz kurz den Server hier raussuchen. So, ja, das hatten wir in der Vergangenheit auch mal gezeigt, aber das war quasi der Spieler gewesen, der als erster die 1 Million Statpunkte insgesamt erreicht hatte. Ja, also hier haben wir mal Lassiek, ja, ist auch schon sehr, sehr squishy unterwegs, würde ich mal sagen, mit 532 zu 110k, aber ist kein Vergleich zu Sturmhexe, hier auf Rang 29 mit wirklich 1,1 Millionen Intelligenz, fast 600.000 Basispunkte und Ausdauer, haltet euch fest, mit geschlagenen 6.349 Basispunkten. Ja, das machen Spieler schon gefühlt nach dem ersten Tag. Ne? Also nicht ganz übertrieben, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Also das ist schon wirklich im Verhältnis gestört. Und gehört auf jeden Fall auch gesehen, so eine man kann es nicht anders sagen, Projektchars sind schon was ganz Besonderes. Wenn wir schon dabei sind,
können wir natürlich auch, bevor wir auf Glück gehen, Glück haben wir uns tatsächlich auch schon mal vor einiger Zeit, glaube ich, angeschaut. Stärke ist relativ unscheinbar. Dein Nachbar ist hier auf jeden Fall der mit der meisten Stärke, aber dein Nachbar ist halt auch generell einfach ein starker Spieler. Ich weiß jetzt nicht, ob er sich hat droppen lassen. Ansonsten gucken wir mal hier, machen wir es so. Ja, wo ist er hier momentan? Auf 101. Okay, hätte ich lange suchen können. Mit 928k geht er hier auch schon verdammt in eine bestimmte Richtung, sag ich mal, also verdammt krass auf Stärke. Ausdauer 542k hat er aber trotzdem noch. Also ist ja jetzt auch nicht gerade wenig. Ich meine, für einen Krieger, okay, kann man sagen, ist vielleicht ungewöhnlich, aber das sind ja trotzdem, das ist ja, also es ist trotzdem auf jeden Fall heftig, 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 ja. Ansonsten hier kratzt dein Nachbar auch schon knapp an der Millionenmarke, ja. Wenn wir jetzt zum nächsten Spieler kommen, ja, was ist denn hier los? Dann gehen wir auf Geschick und da sehen wir Strider, ist auch, ich sag mal, relativ unscheinbar, weil, ja, das sind halt einfach so eine starken Spieler, die haben halt einfach extrem viel Stat-Punkte auch insgesamt, ne? Also es ist auch nicht, dass er ausdauertechnisch jetzt hier so auf, keine Ahnung, auch gefühlt auf 6k spielt wie Sturmhexe, ja, und hat hier trotzdem fast die Million Stat-Punkte auf dem Main-Attribut, ne? Und das ist halt ultra, ultra heftig, ne? Deswegen, ja, eher, ich sag mal, eher weniger besonders, soll jetzt nicht die Leistung schmälern oder so, aber das sind halt trotzdem sehr krasse Spieler. Und dann gibt es aber so Leute, die halt zum Beispiel auch only auf Glück skillen, ja. Und wenn wir hier jetzt mal einmal hier schauen auf F6, wenn wir uns den Server hier einmal raussuchen. Wo haben wir ihn denn? Wo haben wir ihn denn? F6, F6, F6. Ah, okay, klar, der letzte Server hier. So, wie hieß der Spieler nochmal? Justino. Okay. Mal gucken, wo er sich hier so rumtreibt. Justino. Let's go. Auf Rang 196. Und hat hier, ja, wie man schon sehen kann, 50-50. Ja. In Geschick Ausdauer, was jetzt nicht schlecht ist. Aber es ist halt extrem wenig für einen Krieger, für einen Kundschafter, der schon auf die 700 zugeht. Ja. Er hat hier 188.000 Glück und hat davon ja, 87.000 Basispunkte festgelegt. Ne? Also er hat auf jeden Fall auch hier eine Mission. Das ist ja auch sehr ambitioniert, würde ich mal so sagen. Übrigens hat er hier auch in Intelligenz und Stärke auch 11k, by the way. Sollte man jetzt auch nicht unterschätzen. Da wären hier schon die 100.000 Basispunkte auf Glück drin gewesen. Ja, ich glaube, er weiß, was er da macht. Also, ne, es hat halt jetzt keinen wirklichen Mehrwert, sag ich mal so, auf Glück zu gehen. Aber ich glaube, er wurde mal gefragt und macht es halt eben, um halt, ja, der Höchste dahingehend zu sein. Ich weiß nicht, ob wir ihn hatten oder schon mal jemand anderen. Donar kommt mir auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr bekannt vor. Wenn wir mal hier auf F11 gehen einmal. Donar. Ja, ist auch hier, ne? Nicht schlecht dabei. Aber lassen hier auch nicht ganz die wichtigen Stat-Punkte außen spielen. Ne? Ja, auch nicht verkehrt. Aber ich wollte euch einfach mal so die krassesten Spieler auf ihrem Gebiet so ein bisschen zeigen. Und was die da so für eine Leistung vollbringen, auf jeden Fall. Fand ich sehr interessant. Gerade weil wir letztes Mal so ein bisschen auf diese Spielertypen ja, eingegangen sind im Stream. Und da wollte ich daraus mal so ein kleines Video machen auf jeden Fall. Ne? Ich glaube, das ging auch los mit, wer hat die meiste Ausdauer irgendwie. Ja, Freunde, das soll es auch soweit zu diesem kleinen Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten
ja, wie gesagt, sage ich nochmal kurz zum Abschluss, würde es mich mega, mega freuen, wenn ihr tatkräftig weiterhin, so wie ihr es bisher auch gemacht habt, das Tiergnadenhof-Video unterstützt und teilt und verbreitet und den Leuten eintrichtert einfach, wie diese Hype-Funktion, ach Mist, jetzt habe ich den Dings verpasst, wie diese Hype-Funktion funktioniert, wo man die findet und ja, diese dann halt eben auch aufs Video anwendet, soweit. Und ansonsten bin ich gespannt, wer hier unter das Video alles schreibt von den aktiven Zuschauern. Ist für mich auch mal wirklich sehr interessant zu sehen, wer schaut hier tatsächlich zu und wer kommt für die Giveaways. Ja, wenn es dickfett im Titel steht und wenn es jetzt einfach mal nicht im Titel steht. Ne? Deswegen, ja, freue ich mich, euch in den Kommentaren zu lesen. Und bis dahin war es das soweit von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ansonsten wünsche ich euch schon mal ein schönes Wochenende. Ne? Ich denke mal, wir sehen uns heute Abend noch im Livestream, ganz kurz. Und das war es soweit. Ich bin raus. Alles Gute, haut rein und bis zum nächsten Mal.